ACT steht für Adaptive Cognitive Training und damit ist gemeint, dass wir zunächst bei einer individuellen Diagnostik starten. An dieser Stelle geht es ja hauptsächlich um Teilnehmer in Bethel, also die gerade in der Ausbildung sind, im Berufsbildungswerk. Und wir wollen dort herausbekommen, wie die Kompetenzen für verschiedene Ausbildungsfelder sind. Die Personen also dort quasi abholen und dann geeignete Rückmeldungen geben, um Lernprozesse in Gang zu bringen. Ja, die grundsätzliche Idee ist, zu erfassen, wie die Verhandlungsvoraussetzungen von Personen sind, zum Beispiel Gedächtnisstrukturen, aber auch emotionale Voraussetzungen und eben darauf aufbauend Rückmeldungen zu geben, die eben genau diese Person betreffen und genau dieser Person helfen, sich in eine bestimmte Entwicklung zu begeben oder hineinzugehen. Zunächst war es überhaupt für uns erstmal eine ganz neue Studie, weil wir gar nicht wussten, ob man überhaupt die Gedächtnisstruktur bei den Teilnehmern messen kann. Und wir haben halt herausgefunden durch eine Pilotstudie, dass Gedächtnisstrukturen sichtbar gemacht werden können und Fehler identifiziert werden können. Das war uns sehr wichtig und daraufhin können wir halt sagen, dass wir jetzt individuelle Rückmeldungen geben können, basierend auf einer Lernsoftware, die wir entwickelt haben. So, dann gib einmal deinen Namen ein. Okay. So, du siehst jetzt hier 2 Arbeitsschritte aus deiner täglichen Arbeit im Kiosk. In einem roten Rahmen ist einmal das Kaffee und Kakao zubereiten abgebildet und hier ist einmal die Bestellung ausgeben abgebildet im gelben Rahmen. Ja. Und du sollst die beiden miteinander vergleichen. Ob die bei der Arbeit für dich zusammengehören, ja oder nein. Wenn die zusammengehören, dann sortierst du den gelben Arbeitsschritt nach links und wenn die nicht zusammengehören, sortierst du den gelben Arbeitsschritt nach rechts. Unsere Teilnehmer haben verschiedene Behinderungsbilder. Zum großen Teil sind das Menschen mit einer geistigen Behinderung, die von der Förderschule kommen, zum Beispiel die Mama-Papa-Schule in Bethel oder die Alberthof-Schule. Die haben eine Lernbehinderung. Dazu haben wir noch Menschen mit einer psychischen Beeinträchtigung. Sarah saß an einem Lernprogramm, was wir entwickelt haben, das überprüft quasi die Gedächtnisstruktur von ihr, während sie hier arbeitet im Kiosk. Und da können wir halt überprüfen, ob sie eine Struktur hat, die entsprechend der Vorgaben hier ist, wie die Arbeitsschritte abzulaufen haben oder ob dort Fehler abgespeichert sind und wir deswegen ein Training ansetzen können. Die gehören jetzt zusammen. Wenn die zusammengehören, dann drückst du mit der linken Pfeiltaste nach links und packst den Arbeitsschritt rüber und ansonsten nach rechts sortieren. Okay. Ja, doch. Dass die zusammengehören? Ja. Dann drück einmal nach links. So. Jetzt rückt der nächste Arbeitsschritt wieder in die gelbe Position und du sollst wieder entscheiden. Wir können halt gucken im Lernverlauf, ob sich die Gedächtnisstruktur verändert und an welchen Stellen wir jetzt als nächstes arbeiten müssen. Dieses Feedback kann ich dann auch den Ausbildern zur Verfügung stellen und die können dann darauf explizit bei den Teilnehmern auch achten. Als Ausbilder, als Mitarbeiter profitiere sehr viel davon, indem ich sehen kann, wie meine Teilnehmer denken und wie strukturiert sie denken. Und ich nutze das für meine Arbeit, um zu sehen, wo kann ich ansetzen, um ihre Fähigkeiten zu verbessern. Guten Morgen. Guten Morgen. Was kann ich für Sie tun? Ich hätte gerne einen Cappuccino. Wie viel bekommen Sie? 40 Cent. 40 Cent. Bitte. So, bitteschön. Dankeschön. Das Lernprogramm findet während der gesamten Ausbildungszeit hier statt. Die Teilnehmer bleiben im Durchschnitt circa 2 Jahre hier im Kiosk und werden dort angeleitet, Arbeitsprozesse selbstständig durchzuführen. Jetzt rückt wieder der nächste Arbeitsschritt nach und du sollst wieder den vergleichen mit dem roten Arbeitsschritt. Das passt und das auch. Und das Genau. auch. Und das ist, nee, das hört da nicht hin und das hört da nicht hin und das auch nicht. Aber das, und das, und das. Und so. Es geht darum, dass behinderte Personen, diesen Personen zu helfen, zu erlernen, welche Handlungsschritte normalerweise ausgeführt werden. Zum Beispiel, wenn es darum geht, einen Tisch zu decken oder Personen zu bedienen.
sind eben Fehler, die oft auftreten, dass man ja, die ankommende Person nicht anschaut oder dass man bestimmte Handlungsschritte im Kiosk nicht gut genug vorbereitet. Und es geht eben darum, diese Handlungsschritte zu erlernen. Und wir wollen eben mit ACT einen Zugang bekommen zu der Innenseite der Person, sagen wir mal zur Gedächtnisstruktur und von dort her sozusagen diese Hilfe zur Verfügung stellen. So, das ist jetzt deine Auswertung. Du siehst hier unten all deine Arbeitsschritte, die du eben schon sortiert hast. Die sind miteinander verbunden. Und je niedriger die miteinander verbunden sind, desto mehr gehören die für dich zusammen. Und jetzt kannst du gucken, welche Arbeitsschritte sind da drin. Und dann siehst du zum Beispiel, da sind das Gläser bereitstellen, Tee und Zucker bereitstellen. Das ist sind aber so, immer noch niedrig. genau, ne? das sind immer noch niedrig miteinander. Ne? Die sind niedrig miteinander verbunden. Das heißt, die gehören für dich zusammen. Ja. Geplant ist natürlich, dass wir das Ganze dann aufs Smartphone bringen oder aufs Tablet als App zum Runterladen, sodass die Bedienung den Leuten einfacher fällt. Hinzu kommt noch, dass wir das Feedback als virtueller Agent geben wollen. Das heißt, eine Figur spricht zu dir und kann dir das Feedback geben. Dieses Video kann man sich dann auch morgens vor der Arbeit kurz angucken, zu sagen, okay, welche Sachen muss ich heute Morgen beachten, wenn ich den Kiosk vorbereiten möchte, und kann dadurch selbstständig meine Arbeit durchführen, ohne dass der Ausbilder mir die ganze Zeit Rückmeldung geben muss.